Der fast perfekte Nachbar. Lina wohnt seit 3 Wochen in einer neuen Wohnung. Die Wohnung ist klein, aber hell. Im Wohnzimmer steht ein Sofa, in der Küche ein runder Tisch und auf dem Balkon stehen 2 Pflanzen. Eine Pflanze lebt noch, die andere sieht schon sehr müde aus. Lina sagt zu ihr: »Bitte bleib stark, wir sind beide neu hier.« Am Samstagmorgen will Lina ausschlafen. Aber um 8 Uhr hört sie plötzlich Musik. Sehr laute Musik. Nicht normale Musik. Oper. Eine Stimme singt so laut, dass Linas Tasse auf dem Tisch ein bisschen wackelt. Lina setzt sich im Bett auf und sagt: »Okay, mein Nachbar ist entweder Sänger oder sehr traurig.« Sie steht auf, zieht einen Pullover an und geht zur Tür nebenan. Auf dem Klingelschild steht: »Herr Blum.« Lina klingelt. Die Musik hört sofort auf. Ein Mann mit grauen Haaren öffnet die Tür. Er trägt eine rote Schürze und hält einen Kochlöffel in der Hand. »Guten Morgen«, sagt er freundlich. »Sind Sie die neue Nachbarin?« Lina nickt. »Ja, ich bin Lina. Entschuldigung, die Musik ist ein bisschen laut.« Herr Blum schaut erschrocken. »Oh, das tut mir leid. Ich koche immer mit Musik. Ohne Musik brennt mir alles an.« Lina schaut auf den Kochlöffel. »Und mit Musik?« Herr Blum lächelt. »Nur manchmal.« Aus seiner Wohnung kommt ein komischer Geruch. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Herr Blum dreht sich schnell um und ruft: »Oh nein, mein Kuchen!« Er läuft in die Küche. Lina bleibt unsicher an der Tür stehen. Dann hört sie: »Frau Nachbarin, können Sie kurz helfen?« Lina geht hinein. In der Küche steht ein Kuchen auf dem Tisch. Er ist schwarz, sehr schwarz. Herr Blum schaut traurig auf den Kuchen. Das sollte ein Apfelkuchen werden. Lina sagt vorsichtig: »Vielleicht ist es jetzt ein sehr dunkler Apfelkuchen.« Herr Blum lacht. »Sie sind nett, aber der Kuchen ist tot.« Lina muss auch lachen. Dann sagt Herr Blum: »Ich wollte ihn für das Nachbarschaftsfest heute Abend backen.« Lina hat von diesem Fest nichts gehört. Herr Blum erklärt: »Jeden Monat treffen sich alle Nachbarn im Hof. Jeder bringt etwas mit. Essen, Musik, Geschichten. Manchmal auch schlechte Kuchen.« Er schaut wieder auf den schwarzen Kuchen. Lina sagt: »Ich kann einen Nudelsalat machen.« Herr Blum sieht sie an, als hätte sie gerade die Welt gerettet. »Wirklich? Das wäre wunderbar.« Am Abend geht Lina mit einer großen Schüssel Nudelsalat in den Hof. Dort stehen Tische, Stühle und Lichterketten. Viele Nachbarn sind da. Eine Frau bringt Brot. Ein junger Mann bringt Getränke. Ein Kind bringt einen Teller mit Keksen und sagt stolz: »Die habe ich fast allein gemacht. Nur Mama hat bei allem geholfen.« Alle lachen. Herr Blum kommt später. Er trägt wieder seine rote Schürze. In der Hand hält er einen Teller. Auf dem Teller liegen kleine schwarze Stücke. Lina flüstert: »Ist das der Kuchen?« Herr Blum nickt ernst. »Ja, aber jetzt heißt er knusprige Apfelstücke nach Art des Hauses.« Die Nachbarn probieren vorsichtig. Ein Mann sagt: »Sehr interessant.« Ein Kind sagt ehrlich: »Schmeckt wie Kamin.« Alle lachen, auch Herr Blum. Dann stellt Lina ihren Nudelsalat auf den Tisch. Nach 5 Minuten ist die Schüssel fast leer.
Herr Blum sagt: »Sehen Sie, Sie gehören schon richtig dazu.« Lina schaut sich um. Sie kennt die Namen der Nachbarn noch nicht, aber sie fühlt sich plötzlich nicht mehr fremd. Später, als es dunkel wird, singt Herr Blum wieder Oper, diesmal aber leiser. Die Nachbarn sitzen im Hof, essen, reden und lachen. Lina denkt: Meine neue Wohnung ist vielleicht klein, aber dieses Haus ist ziemlich groß.